fertig lustig, das ist genau das Motto von diesem Video. Warum? Ihr seht, der Hannes ist bei uns, das ist affengeil. Hannes, mit dir stimmt etwas nicht. An der Eröffnung, die das nicht verpasst haben, haben das gesehen. Das ultimativ kranke Abweggefährt, da ist er. Das ist einfach eine Waffe. Wie ist das die ernst? Sag mal Hoi übrigens. Ah, ciao zusammen, ich wäre im Fall hier. Ibis. Hannes, Bieridee gibt es ja zu Millionen. Aber umgesetzte Bierideen. Herzlich willkommen! Schön, dass ich da sein. Oh, ich habe Freude. Ich habe richtig Freude. Wir waren ja bei der zweiten Mal dort in ihrem Headquarter. Und für das Ganze ist glaube ich, etwa 3 Jahre gegangen, bis wir es mal geschafft haben. Und im Nachhinein wissen wir auch warum. Es ist gesünder für alle Beteiligten. Ich glaube, man muss dich nicht gross vorstellen, sondern wir zeigen dir mal, ein bisschen, aus welchem Holz du geschnitzt bist. Der baut nur kranken Shit. Da sind wir alles Schulbuben dagegen. Ich komme hier, da fühle ich mich richtig wohl. Es ist wie du, Benzin im Blut. In einer Garage aufgewachsen, wahrscheinlich irgendein Benzinfass gehabt. Und seitdem, das muss einfach so und laut machen und ich kann nicht anders. Also wenn ich einen Tag lang nicht in meiner Werkstatt bin, dann das kribbelt. Also, ich bin eigentlich jeden Tag irgendwann am Schrauben, Bohren, Schweißen. Darum hier innen ist es für mich sehr geil. Ja. Haben wir super gemacht. Ja, da laufe ich und bin daheim. Ja. Das ist cool. Das freut mich sehr zu hören. Darum bist du auch da. Es ist schon sehr schön, aber der Boden ist einfach noch ein bisschen kahl. Der Boden ist kahl, das ist Stichwort. Das sehen wir später. Jetzt will ich hole mal schnell etwas ins Bild. Hannes, mit dir stimmt etwas nicht. Also Bierkiste, warum? Das ist Projekt Nummer 1, darum habe ich das auch mitgemacht. Mit dem hat alles angefangen. Man sieht vielleicht im Detail, die Schweißnähte sind noch nicht so der Hammer. Aber es ist einfach unter dem Motto, jetzt machst du mal etwas, das halt nicht so vernünftig ist. Also ich hatte einen alten Holztisch und ein paar Vierkantröhrchen, einen Motor und so hat es angefangen. Der Tank hier, das ist ein Rohr von meinem Schwager, der arbeitet im Kernkraftwerk und das ist ein altes Kühlrohr vom Atomkraftwerk. Also wir haben noch ein bisschen Strahlung hier hinten dran. Läuft etwa 90, ist ein paar Gänge, 12 PS. Voll geil. Wirklich so. Mit dem hat es angefangen. Ja. Das Geschäft ist immer grösser geworden. Ich bin immer von der Werkstatt ins Büro gekommen. Ja. Und darum musste ich irgendeinen Ausgleich müssen. Wenn ich einen strengen Tag hatte, habe ich gesagt, jetzt muss ich muss hier meine Hände bewegen. Was ist denn dein Ursprung? Was hast du mal gelernt? Irgendetwas Mächtiges? Oder? Ja, Automech. Und aber wirklich in der Garage aufgewachsen. Und meine Sommerferien waren immer 5 Wochen in der Garage und habe ich alle verrückt gemacht. Aber die gelernt Schweißen, Bohren. Ja, du bist einfach dort drin. Also, das ist ein 125er 3-Gang China-Motörli, wo die Dax Monkey haben die drin. Ja. Ist gemütlich zum Fahren, gutes Drehmoment, dann kannst du wirklich easy cruisen. Ja. Man sieht dort eine Anhängerkupplung dran, dort ist normalerweise der Anhänger dran mit Bier drin. Jetzt zwischen den Bauernhöfen gibt es etwa ein Bier und hast halt und einfach Leben. So geil. Das Leben. Ja. Geil. Ich glaube, im Dorf kennt man mich. Ja. Inzwischen. Ja. Ich gratuliere zu dem Ding. Jetzt möchte ich dir mal schnell meine Neverending Story leider zeigen. 60 Kilo. Das ist einfach eine Waffe. Das ist abartig. Du siehst, das Ding ist richtig staubig. Da ist natürlich alles Handmade. Rädchen, da die Lenkung. Das ist alles selber gedreht. Die Führungen sind auch alles Laserteile, nachher alles mit Bronzebüchsen etc. Also das darf kein Spiel haben. Was ist das für Material? Das ist ein Geheimnis. Das ist eigentlich das, was die am Boden haben. Also das ist das wichtigste Teil. Die haben ja einen Testlauf gemacht, theoretische Geschwindigkeit von 180 km/h. Mit dem kurzen Radstand, das überschlägt ja. Das ist schwierig. Das Problem ist, entweder du gehst hinten, aber du gehst vorne. Richtig. Wenn du zu weit hinten lehnst, dann kannst du nicht mehr lenken. Ganz genau. Zu weit vorne macht er hinten halt, was er will. Und da ist natürlich das Hässige, das ist 30 PS. Das ist ein Zweitaktmotor und der wird irgendwo bei 8000 Touren richtig giftig. Sieht es hier aus, ein Detail, das ich wahrscheinlich bei meinem nächsten Projekt sehe. Aha, das hat er so gelöst. Ja, das ist manchmal noch interessant. Das ist ein kleiner Konkurrenzkampf, sind wir ehrlich. Ich bin auch der daheim in der Garage zusammenschraubt und sagt, so, das Projekt ist fertig, jetzt könnt ihr schauen. Und vorher nicht. Okay. Geht niemand etwas an. Weil danach läuft eben einer nie, hat ein Bierfläschchen in der Hand und sagt, ja, aber
Willst du das wirklich so? Ich weiß das die ernst. Ja. Ja. Ich mache jetzt das so. Ja, genau. Aber manchmal frage ich auch, schau ich dich an und denke, was Dann machst du halt vielleicht nochmal, oder? Ja, ich meine, also, weißt du, wie viel haben wir schon alles 3 oder 4 Mal gemacht? Also die Flex ist mehr dran, als der Schweiß. Ja. Scheiße, was hast du da? Hydroforming. Das ist das Problem. Der Topf der hat natürlich eine Resonanzlänge von da, der Konus, bis zum Auslass, bis zum Ende Konus. Das in die Kiste packen, ist wirklich abartig schwierig. Wie bringst du so einen Körper an, genau in dem Gipfel, wie wir es haben müssen? Gut, ein bisschen umgeschaut, Hydroformen, oder? Dann machst du 2 Bleche, das sind flache Bleche. Die Kante ist dann natürlich am Schluss, machst du so ein Näschen, dann hast du so ein sandig-dickes Blech. Und dann am Anfang schweißt es zusammen oder eben mit Löten. Wir haben alles probiert. Dann gehst du mit dem Hochdruckreiniger einfach mal richtig drauf. Also das ist natürlich sehr lustig, so Zeug, oder? Und dann steht natürlich alles so dort. Oder? Aber der sieht nicht so schlecht aus. Ja, nicht so. Den könntest du ins Netz stellen, verkaufen. Bei einem Ciao würde der funktionieren, glaubst du? Ja, Ich will Kobi definitiv. Pressluft. Designer-Topf. Ja, geil. Ja. Es ist alles beschrieben wie verrückt. Es ist nirgends gestanden, es müsse eine originale Bierkiste sein. Darum ist das Ding entstanden. Aber du hast keine Plastikkiste, genau so in dieser Größe gibt es nicht. Nie. Es ist die grösste Kiste, die es gibt, die liegt dort. Das ist eine Getränkebox. Die hat knapp 30 cm. 30 cm, dann hat es aber 10 cm Bodenfreiheit. Und an dem ist es eigentlich schlussendlich gescheitert. Wir haben mit denen Kontakt hin und her und das geht immer etwa 2 Monate. Ja, das kennst du, ja. bis die antworten. Und du kannst keine Bilder schicken, du kannst nichts. Du kannst ein paar Sätze schreiben und es schreibt jedes Mal ein anderer zurück. Und immer das Gleiche. Und es ist so schnell ein halbes Jahr vorbei, dann hast du 3 Mal mit denen geschrieben. Und die Frage war eigentlich nur, wie viel Bodenfreiheit darf die Kiste haben. Wir haben dann eine Auflistung gemacht und haben eine richtig schöne Dokumentation gemacht mit Fotos. Das Ding drauf gelegt, dürfen wir 2 aneinander setzen, dürfen wir einen Santi haben oder dürfen wir 10 Santi haben. Auf das sind sie gar nicht eingegangen. Und der Preis, den sie dann aufgerufen haben, natürlich zum Kommen und das Zettel übergeben, das können wir uns nicht leisten. Oder das spielt keine Rolle, da müssen wir jetzt nicht darauf eingehen, aber wir können uns das leisten, weil der Tag sonst ist halt schon sehr, sehr teuer. Ja. Dann hat es dann wie so ein bisschen... Wirklich sehr, sehr teuer. Ja. Und darum haben wir gedacht, wir machen das jetzt einfach anders. Wieso nicht einfach einen eigenen Award machen? Vor allem für uns ist schon ewig nichts mehr gekommen mit dem Ding, weil wir haben es wirklich versucht. Aber die neueste Idee ist, dass wir einen eigenen Award machen. Und genauso kranke Vögel wie dich, oder die können sich dann bewerben. Genau. Und das ist doch noch ein bisschen, wenn du doch gegeneinander fährst, das ist ein Battle, hat immer noch ein bisschen mehr Ja, und vor allem, du hast noch die Gleichgesinnten und die zu oben bis zu oben genau das Gleiche wollen. Ja. Oder? Wir kommen später darauf zurück. Ja. Wenn du im Detail schaust, schon nur weisst die verdammten Schräubchen. Und nachher noch, nein, wir haben die Halterli noch ausgerichtet beim Anziehen. Ja, natürlich. Und das Winkli muss stimmen. Und das Böckli stimmt auch. Alles. Es ist unglaublich. Und die Schräubchen, die schauen alle in die gleiche Richtung. Ja, ja. Gummischläuche drüber rein, die durchsichtig ist, dass es nicht streift. Ja. What the fuck? Scheiße. So Ja, geil. das war schon ein Detailsziel. Ja. Ja, da bin ich Bastler, wenn ich anschaue. Nein. Nein, da geht mir das Herz auf. Das, Ja, ist ja. so, das ist so im Detail, so cool. Innen, ne? Ja, ich noch nicht gesehen. Viel beim Tank rein, oder? Nein, sicher nicht. Hannes, es zählen nicht nur die äußeren, auch die inneren Werte zählen. Ich bin von uns Szene bin ich da vernünftig, verstehst du? Also. Wir schnell ein bisschen spielen. Es ist ja immer lustig. Es ist laut, es ist also nicht so laut, aber es hat einen Motor. Ein Funmobil. Was Auf dem machen wir? Teer. Wir fahren hier mit dem Bud Spencer Mobilchen. Ich bin sicher, dass ich schwimmen kann. Das probieren wir mal aus. So, jetzt schauen wir mal, ob das... die Kiste rein. Ich habe das auch noch nicht lang. Das habe ich vom höheren Norden oben heimnehmen. Und um Kurven musst du halt einfach auf einem Rad, weil Starrachs, das kennst du besser als ich. Das hört man auch gerade. Ja, es geht eigentlich. Willst du das mal probieren? Geil, Gut. Ja, simpel, oder? sicher ist geil.
Und im Matsch lässt es voll drehen. Willst du hinten drauf hocken, dann können wir zwei. Stallfahrer und Lohn! Du musst ein bisschen mehr Leistung haben. Ja, zu viel Grip. Das macht ein bisschen Freude, oder? Ja. Ist gut, wenn wir mit haben. Ist schon immer. Das musst du haben. Ja, das ist sehr cool. Guinness Buch der Rekorde, wir haben es angedeutet. Da hast du etwas dabei. Badwanne. Er hat eine Badwanne mitgenommen. Und was für eine? Hannes, Bierideen gibt es ja zu Millionen, aber umgesetzte Bierideen. Also das ist ein völlig krankes Ding. Was hast du da für einen Motor verbaut? Also das ist ein 600 Kubik von einem R6 Yamaha. Der hat original etwa 120 PS gehabt. Ja, ist natürlich auf die 180 Kilo relativ wenig Leistung. Dann habe ich einen guten Kollegen, der gesagt, lass ich an ein Steuergerät, dann haben wir 10 PS mehr. Jetzt haben wir 130 PS Ja. und 16.500 das ist einfach jenseits. Die erste Probefahrt ist ca. 3 Minuten gegangen. Die Leistung leicht unterschätzt, der Antriebsritzel abgerissen, Ja. Gestell gebrochen, weil der Motor hat es gerade gekehrt im Rahmen. Das war, ich weiss nicht, 100 Meter gewesen. Belüftete Bremsscheiben. Hat man gelernt. Die sicher glüht nur noch. Die Pneus sind der drauf von Car. Theoretisch sind sie etwa für 35 PS ausgelegt. Das Ja. ist so ein bisschen der Knackpunkt, dass sie Ja. sich innerhalb von 3 Minuten verabschieden. Auflösen. Ja. Ja. Könnt das checken das mal ab, Hannes Roth im YouTube. Also dann versteht ihr, dass 3 Minuten ein Satz Pneu und zwar weg. Einfach, wie du sagst, weg. Guinness Buch der Rekorde, du hast ja da in dem Fall Erfahrungen. Es gibt einen Engländer, der hat den Weltrekord mit 70 Stundenkilometer. Ja. Und dann eingegeben, 110 Stundenkilometer, haben sie gefunden, cool, 110. Wir nehmen den Rekord an. Oder eine Vorgabe war dann noch, es muss ein Messgelände sein. Da sind wir zuletzt in der Nähe von Biel, bei Woffeln. Da hat mal angefragt und gesagt, Herr, ich will den Weltrekord machen. Und dann haben die gesagt, ja, das ist interessant, mit was? Badwanne. Und das wäre das erste Gespräch gewesen, das war dann beendet. Ja. Und ich habe dann nicht losgelassen. Und dann haben sie gefunden, mal, es hat sehr viele technische Sachen, die einfach motorsportmässig sind. Ja. Und haben den Tag dort verbracht. Und nachher sind wir 7 Mal mit weit über 180 dort hin und her und dann nachher eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 186 gemacht. Jetzt aber jenseits. Jetzt, wenn ich so an Events fahre, gerade die Strecke etwa 150 und dann merkst du, es ist okay. Ja, ja. Dann fühlst du dich noch, einfach noch wohl. 150 und Jawohl, 4 cm über dem Boden mit 150 ist schon noch speziell. aber ist geil. Das brauchst du, oder nicht? Ja, das geht durch meine Adern durch. Genau. Und, ja, da muss ich ehrlich sagen. Ja. Das macht wirklich süchtig. Einfach Beschleunigung. Ja. Und auch die Temperatur, die hinter dem Rücken hast, den Auspufffkollektor mit mehreren 100 Grad. Ja. Über den Füßen habe ich 90-gradiges Wasser. Du hast ja hier ein 2 mm Alublech, ich weiss nicht. Also, das ist super. Ja, ist gut. Es ist nicht schlecht. Ja, okay. Es ist nicht ganz so heiß. Ja. Wir haben es davon gehabt. Es ist ja alles schön und wirklich lässig. Wir fühlen uns da sehr wohl. Einfach nur der hure Boden, der geht gar nicht. Donuts macht sich einfach überall gut. Durchtrennende Reifen. Ich verstehe, dass das verboten ist, weil es ist etwas, das macht Spass. Und viele Sachen, die Spass machen, sind ja verboten. Aber genau die, an denen haben wir ja Freude. Und wie es natürlich so ist, also unterschätzt das nicht, es ist verdammt eng da drin. Ja. Es ist eigentlich eine grosse Halle, aber natürlich sowas. Und dann noch ein Donut. Ja, wir haben alle ein bisschen Respekt, würde ich jetzt sagen. Also wir haben mal alles rausgestellt. Nein, es ist wirklich eng. Und ich denke, der Versuch ist es wert. Ja, das finde ich schön, dass du so denkst. Dann lassen wir dich da mal einsteigen und seht das mal in voller Schönheit mit dem Hannes sitzend drin.
Also, weißt du, wirklich nicht übertrieben. Was hast du da, 1 Meter auf jeder Seite? Ich sehe nicht hinaus, aber... Mit fliegenden 130 PS, 1 Meter pro Seite. Ja, machen wir. Check, wir müssen es nicht mehr machen. Ja, ja, also hast du genug. Ist gut. Aber wieder etwas gelernt, das geht auch, fangen wir auf. Ja. Komm jetzt ins Bier. Auftrag. Selbst, ich habe ist alles angehängt. Alles gut. Bier. Bier.